Man hört oft, du bist in einem Land unbeschränkt steuerpflichtig, wenn du dich dort eine bestimmte Anzahl von Tagen aufhältst. Und die 183 Tage sind so die Zahl, die man sehr, sehr oft zu hören bekommt. Was ist dran an den 183 Tagen und wie ausschlaggebend sind sie tatsächlich für die Steuerpflicht? Sebastian, schön, dich dabei zu haben. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Nein, also tatsächlich handelt es sich nicht um ein ausschlaggebendes Kriterium, die sogenannten 183 Tage, zumindest nicht zunächst mal. Die OECD definiert selbst, dass die unbeschränkte Steuerpflicht per se nichts mit den Anwesenheitszeiten in einem Land zu tun hat. Ja. Es kann ja auch gar nicht anders sein, denn es gibt ja viele Berufe wie Piloten, Berater, Musiker, Fernfahrer, die niemals 183 Tage an ihrem Wohnort anwesend sind. Ja, das macht aus meiner Sicht übrigens auch den zyprischen Non-Dom-Status so problematisch, der ja vorschreibt, dass man mindestens 60 Tage in Zypern sein muss. Wir haben viele Mandanten, die sind weniger als 30 Tage pro Jahr zu Hause. Ja, sie führen ein Leben wie der George Clooney-Charakter in dem Film Up, also ständig in Hotels unterwegs. Man hat es ja vor allen Dingen vor der Pandemie sehr viel gesehen, ja, aber auch heute noch haben wir diese Mandanten, also ständig unterwegs von Hotel zu Hotel, eigentlich kaum zu Hause. Das heißt also, die könnten niemals den zyprischen Non-Dom-Status nutzen, weil die definitiv nicht 60 Tage in Zypern sein können. Deswegen sind die meisten anderen steuergünstigen Länder ja auch viel flexibler. Man denke nur an Irland oder Malta, bei denen eben keine Anwesenheitszeit vorgeschrieben ist. Dann erklär uns doch mal, was löst denn in diesen Ländern die unbeschränkte Steuerpflicht aus? Gemäß OECD-Definition ist das maßgebliche Kriterium, wo man eine langfristig angelegte Wohnung unterhält, in der die eigenen Sachen stehen. Dort ist man grundsätzlich unbeschränkt steuerpflichtig. Völlig unabhängig davon, wie oft man sich dort aufhält übrigens. Ah, okay. Aber was hat das denn, weil es gibt ja auch Leute, die 2 Wohnungen haben an 2 unterschiedlichen Orten. Wie verhält sich denn bei denen? Ja, diese Sache macht da natürlich schon das Ganze wieder komplizierter. Und ich würde daher sagen, wenn du es vermeiden kannst, dann vermeide es. Bei langfristig angemietete oder dir zur Verfügung stehende Wohnungen zu haben. Ja, dann ergeben sich sofort wieder Fragen, ist man steuerpflichtig in 2 Ländern? Ist es nur eine Ferienwohnung oder was ist es genau? Ja. Man sollte hier schlicht nach dem so beliebten KISS-Prinzip, Keep it simple, stupid, verfahren. Der Vorteil mit einer einzigen Wohnung ist, dass man sich dann praktisch selbst aussuchen kann, wo man eigentlich steuerpflichtig ist. Ja. Ich kann mir also ein gutes, vorteilhaftes Land raussuchen, was steuerlich attraktiv ist, kann mir dort einen echten Wohnsitz anmelden und einrichten. Also es muss natürlich eine echte Wohnung sein. Meine Sachen sind dort, ich habe eine Steuernummer dort, ja, ich reiche eine Steuererklärung ein. Unter der Annahme, dass ich dann in keinem anderen Land eine Steuerpflicht auslöse, zum Beispiel durch Anwesenheit, wird es praktisch unmöglich sein zu konstruieren, dass ich dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig bin in meiner eigenen Wohnung. Die Tatsache, dass ich dort nicht oft anwesend bin, weil ich zum Beispiel geschäftlich unterwegs bin, tut nichts zur Sache. Aber wie kommt es jetzt zu diesen 183 Tagen? Weil das ist ja doch so ein Gerücht, was sich relativ hartnäckig hält. Genau, also man muss sagen, dass es natürlich schon eine 183-Tage-Definition gibt. Und zwar ist das eigentlich das Kriterium, mit welchem definiert wird, dass man auch ohne Wohnsitz in einem Land unbeschränkt steuerpflichtig ist. Okay. Ja. Das heißt also, wenn ich mich in einem Land 183 Tage aufhalte und dieses Land hat eben diese Regel mit 183 Tagen, dann bin ich dort unbeschränkt steuerpflichtig, völlig unabhängig davon, was meine anderen Umstände sind. Also zum Beispiel, wenn ich ein Langzeiturlauber bin, dann kann mir das sehr leicht passieren. Ja, also ich habe eigentlich nicht vor, irgendwo zu arbeiten oder zu verdienen, aber mir gefällt es halt in einem bestimmten Land sehr gut. Oftmals, wir haben Mandanten mit Häusern in Florida. Und in den USA sind es eben nicht 183 Tage, sondern 120 Tage. In UK übrigens nur 90 Tage. Das heißt, ich habe also mein Häuschen in Florida, ich habe mein Cottage in UK, halte mich in UK mehr als 90 Tage auf und in den USA 120 Tage.
Und dann bin ich dort unbeschränkt steuerpflichtig, obwohl ich dort eigentlich gar nicht wirklich lebe, sondern das eher eigentlich als Ferienhaus nutze. Das heißt, mit dieser Frage, in welchem Land ich wo durch Anwesenheit steuerpflichtig werde, muss ich mich natürlich auseinandersetzen. Denn es hat ja keinen Sinn, irgendwo einen steuergünstigen Wohnsitz zu etablieren, wenn ich dann aus Versehen in einem anderen Land unbeschränkt steuerpflichtig werde. Und dann gibt es natürlich noch andere Kriterien, die auch noch bedacht werden, wenn man sich so mit Gedanken um die Steuerpflicht macht. Ja, 100%. Also ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich Familie, Ehepartner, Kinder. Habe ich schulpflichtige Kinder und lebe mit den Kindern zusammen, also jetzt zum Beispiel nicht vom anderen Elternteil getrennt und die Kinder leben mit dem anderen Elternteil, ist es praktisch unmöglich, nicht dort steuerpflichtig zu werden, unbeschränkt, wo sich die Kinder aufhalten und in die Schule gehen. Da würde jetzt nur Homeschooling helfen. Ja. Um Gottes Willen. Ansonsten bin ich zwangsläufig an den Ort gebunden, auch steuerlich, wo die Kinder leben. Das unbesprochene Modell, sich einen Wohnsitz auszusuchen, der letztlich vom Ort des gewöhnlichen Aufenthalts getrennt ist, geht dann leider nicht. Jetzt sagst du, man kann sich so ein bisschen aussuchen, wo man steuerpflichtig wird. Welche Länder bieten sich denn dafür an, um einen steuerlichen Wohnsitz dort zu begründen? Und muss ich denn wirklich eine Wohnung dort mieten, um diesen Steuervorteil zu bekommen? Es bieten sich natürlich viele Länder an. Man kann zunächst mal an die Steueroasen denken, wie Panama, Paraguay, Costa Rica. Nun kommt aber die Krux. 2 der 3 Länder, die ich gerade eben genannt habe, nämlich Costa Rica und Panama, sind ja momentan zum Beispiel auf irgendwelchen Blacklists enthalten, der EU, OECD, FATF. Und dann kann es auf einmal sehr schwierig werden, dann in westlichen Ländern dann Kontos zu bekommen. Okay. Denn vielfach ist das natürlich der Wille. Ja, also man will zwar in einem Land leben, was vielleicht relativ exotisch ist, aber will natürlich dennoch das westliche Bankensystem nutzen. Und wenn ich dort auf einmal sage, ich wohne in Panama, kann es vielleicht schwierig sein, ein Konto oder ein Depot zu bekommen. Muss nicht sein, kann aber, muss man aber im Zweifelsfall abklären. Ja. Wir haben Mandanten, vor allem im Kryptobereich, die dann über regulierte Kryptobörsen hier im großen Stil Kryptos tauschen. Die hatten schon mal ein ähnliches Problem mit Dubai aufgrund der Blacklist-Situation dort. Ja. Also man muss genau prüfen, funktioniert der Wohnsitz mit der Infrastruktur, die ich mir ansonsten noch aufbaue. Viele Mandanten wählen natürlich deshalb dann einen steuerlichen Wohnsitz in der EU. Hier kommt zum Beispiel Malta oder auch Irland in Betracht. Man kann dort eine Wohnung mieten, auch für relativ wenig Geld und kann dann auch den steuerlichen Wohnsitz einreichen. Zypern, wie gesagt, ist etwas weniger geeignet. Das hat 2 Gründe. Der Non-Dom-Status erfordert 60 Tage Minimalaufenthalt und viele Mandanten sind so viel unterwegs, dass sie das nicht hinbekommen. Und man muss natürlich gleich auch in Zypern eine Firma gründen oder sich dort anstellen lassen und so weiter, um den Non-Dom-Status nutzen zu können. Auch das für viele Mandanten eher nicht vorstellbar. Es bieten sich im Prinzip alle Länder an, wo Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Auf unserer Webseite haben wir eine lange Liste dieser Länder. Sebastian, ich wollte dich gerade abschließend fragen. Ich meine, diese Frage, wo bin ich steuerpflichtig, wo kann ich hingehen, um meine Steuerlast zu optimieren, ist natürlich so ein Thema, mit dem du dich sehr, sehr ausführlich für deine Kunden auseinandersetzt. Wenn jetzt jemand uns zugehört hat und gesagt hat, Moment mal, eigentlich ja, ich kann mir aussuchen, wo ich Steuern bezahle. Wie gehst du mit ihm dann vor? Genau, also das Ganze ist natürlich ein relativ umfassender Analyse- und Beratungsprozess, denn es kommt ja doch aufs Detail natürlich an. Es sind sehr viele Details, die persönlichen Umstände, die hier eine große Rolle spielen. Habe ich ein Unternehmen, möchte ich ein Unternehmen gründen? Was für Vermögen habe ich zu Hause? Habe ich Familie? Wo gefällt es mir überhaupt? Was ist die zukünftige Tätigkeit? Wie werde ich in Zukunft verdienen? Und so weiter und so fort. Ja. Das heißt also, hier hat man dann eine Reihe von Staaten, aus denen man wählen kann. Und was wir genau machen, ist eben in einem solchen Beratungsprozess verschiedene Länder identifizieren und dann natürlich auch beim Umzug ins Ausland zu helfen und den gesamten Prozess inklusive Firmengründung zu begleiten. Wir arbeiten mit Steuerberatern und Rechtsanwälten in vielen Ländern zusammen, die dann dort die lokale Expertise haben.
Wir haben die internationale Expertise, wir binden das Ganze so zusammen, sind der Ansprechpartner für den Mandanten. Dann hat der Mandant nicht die Rennerei und muss sich dort in zig Ländern mit Anwälten und Steuerberatern auseinandersetzen. Die können, wie gesagt, von uns dann vermittelt werden. Und ich empfehle jedem, ein Beratungsgespräch zu buchen. Hier unten in der Beschreibung findest du einen Link. Buch ein Beratungsgespräch. Lass uns dein Vorhaben zusammen besprechen. Super, Sebastian. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Das heißt auch immer alles natürlich relativ zu sehen und im Kontext des Landes, wo man sich aufhält. Ich wollte gerade sagen, weil es gibt so Leute, die sagen, naja, ich will grundsätzlich nur in Cluburlaube fahren oder ich will jedes Jahr 3-mal Skilaufen gehen. Und es gibt andere Leute, die sagen, weißt du was, einmal Skilaufen ist auch vollkommen in Ordnung und ich miete mir auch gerne eine Villa irgendwo für die Sommerferien. Ich glaube, da hat jeder so ein ganz anderes Gefühl. Das finde ich total interessant, hier in Deutschland zu leben. Die Kinder sind hier auf einer internationalen Schule und da hast du so dieses Expat-Umfeld und da sind viele Familien, die natürlich in so Expat-Packages hier sind und da fahren die Kinder in jeden Ferien, fahren die also richtig weit weg und unsere Kinder so, und was machen wir? Und ich so, naja, wir fahren für ein paar Tage nach Rom. Ist das in Ordnung? Und die so, okay. Das sind so die Erwartungen, die halt Leute ganz anders haben, wie man so das Leben lebt. Aber ja, das stimme ich dir zu, ja. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.